Stell dir vor, jemand lädt ein Video von dir hoch. Und plötzlich geht es um die ganze Welt. Du verlierst komplett die Kontrolle. Ich habe mich auf jeden Fall da ohnmächtig oder auch machtlos gefühlt. Dein Leben gerät völlig aus den Fugen. Klingt absurd, kann aber jederzeit passieren. Ja, mein Name ist Norman. Ihr kennt mich von meinen Videos als Angry German Kid und ich erzähle euch heute meine Geschichte. Jugendliche in den Nullerjahren kennen das hier. Und natürlich das Gefühl, das unregulierte Internet zu entdecken. In dieser Zeit wächst auch Norman Kochanowski auf. Damals gab es das Internet nur über die Telefonleitung und da durfte ich nur 1 Stunde am Tag im Internet surfen, ansonsten wäre es zu teuer gewesen. Teuer und vor allem kompliziert. Alleine das Einwählen. Was Sie brauchen, ist zu Hause einen Telefonanschluss, noch nicht mal ein Telefon. Dann können Sie daran ein Modem anschließen. Genau. So, und da muss man noch was dazu sagen. Da gibt es merkwürdigerweise 2 verschiedene Normen. Also nicht jedes Kabel passt dazu. Nee. Man muss sich am besten eine Markierung drauf machen, ob was vom Modem war und von anderen Genau. Geräten. Aber wer es endlich geschafft hat, der hat offenbar grenzenlose Möglichkeiten. Da habe ich mich natürlich ausgetobt mit Musik hören, mit Googlen und allem Möglichen. An meinem 13. Geburtstag war es dann endlich soweit. Da habe ich meinen ersten Camcorder im Leben bekommen. Und ja, dann war ich nur noch draußen unterwegs mit meinen Freunden. Wir haben Videos gedreht. Fans werden es kennen, die mörderische Jagd, die Verfolgungsjagd oder der echte Gangster mit Gangmitglied. Das ist die Brücke, wo wir uns geprügelt haben. Wo mein Kumpel mich auch übers Geländer geschmissen hat und wo ich dann in den Fluss gefallen bin. Ja, und hier fing praktisch alles an. Der junge Norman denkt sich kleine Actionfilme aus, dreht sie, spielt kleine Rollen. In der Schule wurde das rumgezeigt. Und da habe ich schon gemerkt, dass das, was ich mache, dass das, was ich aufnehme, das ist gut, das ist lustig. Das gucken sich die Leute gerne an, die lachen darüber. Und da war das schon so mein kleiner Traum, Schauspieler zu werden oder halt ja, Kurzvideos zu drehen im Internet. Auch dort bekommen Normans Videos viel Aufmerksamkeit. Vor allem, wenn er andere imitiert. Die sind gefährlich. Die klauen in der Bäckerei. Ja, ja. Ich habe einen Bunsenbrenner in meinem Taschen. Er macht sich über selbstgefällige Deutschrap-Texte wie diesen hier lustig. Ich bin ein echter Gangster, ich fahre Auto ohne Gurt und ohne Schlüssel. Ich bin ein echter Gangster, ich brenne CDs. Was willst du tun? Das habe ich in ein Forum gepostet, wo andere Rapper ihre Alben vorgestellt haben. Und die haben sich präsentiert als Gangster-Rapper, als gefährliche Rapper aus dem Ghetto, die im Knast waren. Und teilweise fand ich das so lächerlich, dass ich mich einfach darüber lustig machen musste. Online wird zu der Zeit vor allem über solche voyeuristischen Pun-Videos gelacht. Normans Inszenierungen stechen da heraus. Noch bevor es YouTube gibt, knacken seine Videos die Millionenmarke, in Foren und auf solchen Fun-Seiten. Norman ist so etwas wie ein früher Content-Creator und bekommt ein folgenschweres Angebot. Und so kam es dann zu dem Video Angry German Kid. Ich habe erstmal die Tastatur vorbereitet und die Kamera ins Regal gestellt. Und ja, habe dann erstmal noch CDs auf den Schreibtisch gelegt, einfach damit, wenn das Video losgeht, ich einfach alles zur Seite schmeißen kann, so voll die Unordnung machen kann. Und dann habe ich noch 2 Red Bull getrunken, um richtig aufgeweckt zu sein, dass ich halt wirklich total eskalieren kann. Und dann habe ich einfach nur gewartet, bis meine Eltern aus dem Haus sind, einfach damit ich alles rauslassen kann und richtig herumschreien kann. Ich war gerade dabei, Unreal Tournament 2004 zu installieren. Und dann kam der Moment, wo meine Eltern aus dem Haus gingen und ich dachte mir, boah, jetzt geht's los. Ich wollte eigentlich vor dem Video auch noch mal betonen, dass das alles nur gespielt ist, dass jetzt eine schauspielerische Leistung folgt. Ich war dann aber schon so in meiner Rolle drin, dass ich das völlig vergessen habe und dann einfach losgelegt habe.
Ne? Und dann habe ich die Tastatur zerschmettert, meine Hände haben geblutet, weil ich mich an den Teilen von der Tastatur verletzt habe beim Zertrümmern. Und ja, ich kam einfach voll in meine Rolle rein. Was bis heute kaum jemand weiß, das Video hat Norman weder selbst hochgeladen, noch war es ursprünglich seine Idee. Das war jemand aus dem Internet, der nannte sich Hackpanther. Wer dahinter steckt, keine Ahnung. Aber das war so einer der ersten, die mich angeschrieben haben und die auch ja, mit mir irgendwo zusammenarbeiten wollten. Und hat mir dann eben diese 300 € für das Video überwiesen. Moment mal, who the fuck ist Hackpanther? Und warum beauftragt er einen Minderjährigen, Videos für ihn zu drehen? Wir konnten herausfinden, wer sich hinter dem dubiosen Namen versteckt. Ein Interview will er uns nicht geben. Aber er sagt, er war damals 17, nach eigener Aussage ein nerdiger Typ, der eine Website betrieben hat. Er habe Norman geschrieben, dass er doch mal so richtig ausrasten und etwas kaputt machen soll. Man könnte jetzt denken, wie naiv von Norman. Aber er ist damals 14 und kann sich plötzlich so viele PlayStation 2 Spiele kaufen wie nie zuvor. Hackpanther lädt das Video hoch und stellt es auch noch allen zum Download zur Verfügung. Ab hier ändert sich alles. Wo das dann um die ganze Welt ging, das war dann schon, oh, das ist jetzt krass so. Da wusste ich nicht, was als nächstes kommt. Ich habe mich auf jeden Fall da ohnmächtig oder auch machtlos gefühlt, dass ich einfach gar keine Kontrolle mehr über meine eigenen Videos habe. Es ist ja auch irgendwo ein Produkt, ein Kunstprodukt, das ich hergestellt habe. Und dass ich das einfach habe laufen lassen, wie einen Hund ohne Leine, und das dann seinen Weg gegangen ist. Norman bittet Hackpanther, die Verbreitung zu stoppen. Aber längst laden es auch andere hoch, in Südamerika, Japan oder den USA. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Amokläufer hat heute an einer Schule in Nordrhein-Westfalen Entsetzen ausgelöst. Der schwer bewaffnete 18-Jährige überfiel am Morgen seine frühere Realschule in Emstetten. In den Nullerjahren mehren sich in Deutschland Amokläufe in Schulen. Emstetten, Winnenden, Ansbach. Und für viele Medien scheint ein Grund schnell gefunden. Computerspiele wie dieses sollen mitverantwortlich sein für Gewaltfantasien bei Jugendlichen. Das einzige Ziel dieser Spiele: töten mit allen Mitteln. Amokläufer spielte gewalttätige Videospiele. Sie animieren Jugendliche, andere Menschen zu töten. Politiker fordern Verbot von Killerspielen. Amokläufer verbrachte Abend vor der Tat mit Killerspielen. Wem Killerspiele schaden. Killerspiele beeinflussen Hirnfunktionen von Kindern. Was treibt jemanden dazu? Eltern sollten wissen, was ihr Kind spielt. Computerspiele und Amoklauf. Genau in dieser Zeit geht Normans Video über einen scheinbar spielsüchtigen Teenager viral. Auch dank YouTube. Die neue Plattform startet 2005. Copyright ist hier vorerst wohl ein Fremdwort. Normans Video wird immer wieder hochgeladen und verändert. Auch Focus TV nutzt das Material für einen problematischen Beitrag über Killerspiele. Das Magazin erfindet einfach die Geschichte des spielesüchtigen Leopolds, der angeblich aus einer Klinik in Amsterdam ausgebrochen sei. Von eben diesem Jungen kursiert ein Video im Internet. Sein Name: Leopold. Die Aufnahmen hat sein Vater angeblich heimlich gemacht. Norman wird das Gesicht eines Killerspiel-Junkies in einem Beitrag über Amokläufe. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir einfach nur, nee, was haben die da denn gemacht? Was erfinden die da denn für Lügengeschichten, nur um mehr Aufrufe, nur um mehr Aufmerksamkeit zu kriegen? Ich habe mir sofort die Telefonnummer aus dem Internet rausgesucht, zu Focus TV. Ich habe da angerufen, ich habe meinen Unmut geäußert und gesagt, dass mir das überhaupt nicht passt, dass sie das bitte richtigstellen sollen. Damals, zu dem Zeitpunkt, war das aber noch so, dass alles, was auf YouTube hochgeladen wird, jeder frei verwenden kann, wie er möchte. Und das haben mir die von Focus TV dann auch noch mal am Telefon erklärt. Und ja, obendrauf noch so einen Spruch gebracht wie, ja, du bist 14, du kannst ja eh nichts dagegen machen. Focus TV antwortet auf unsere Anfrage, nach 16 Jahren könne man dazu nicht mehr Stellung beziehen.
Damals probiert Norman noch einmal auf seine humorvolle Art alles richtig zu stellen. Hallo Freunde, mein Name ist Leopold. Ich war mal spielsüchtig. Eins will ich euch noch mit auf den Weg geben. Nehmt diese Videos nicht ernst. Sie sind nur dargestellt, schaugespielt, versteht ihr? Das Narrativ des spielesüchtigen Teenagers verbreitet sich aber schneller. Norman bekommt Hasskommentare, soll auch Morddrohungen erhalten haben und wird auch im echten Leben massiv angefeindet. Also eigentlich war ich nie scharf drauf, hier nochmal zurückzukommen. Ins Schulgebäude reingehen möchte ich jetzt auf keinen Fall, weil ich glaube, dann würden auch wieder einige Traumata hochkommen. Aber hier vor dem Schulgebäude ist eigentlich ganz okay. Ich fühle mich ganz wohl. Die haben über den ganzen Schulhof gerufen. Die kamen zu mir hin mit dem Handy, haben das direkt vor mein Gesicht gehalten, haben Fotos geschossen. Ich habe denen das aus der Hand geschlagen, gefragt, was soll denn der Mist? Und die Leute sind einfach durchgedreht. Und ich habe es dann auch jeden Tag zu spüren bekommen. Jeden Tag habe ich mir das dann angehört, dass die Leute mich kennen, über den ganzen Schulhof brüllen. Und wenn Leute nur mal einen kleinen Witz gemacht haben, so, ja, ist halt so bei einem echten Gangster, ne? Ich habe direkt so Herzrasen und hyperventiliert. Oh mein Gott, dieser Hu, der konnte das nicht sagen, der darf sowas nicht sagen. Mich hat die Wut gepackt. Ich konnte nicht damit umgehen, emotional, überhaupt nicht. Und ab da wollte ich dann nichts mehr mit der ganzen Sache zu tun haben. Ich wollte nicht mehr dieser Junge sein. Ich habe mir gewünscht, ich hätte diese Videos niemals hochgeladen. Und dann mit 16 bin ich dann anders dagegen vorgegangen, indem ich mir nämlich die Haare erstmal schwarz gefärbt habe. Später habe ich mir noch Kontaktlinsen gekauft und nach immer mehr schwarze Klamotten bestellt. Eine schwarze Bomberjacke, Springerstiefel, Lederhosen, sowas. Ja, das war dann der Punkt, wo ich dann aktiv dagegen vorgehen wollte, aber nicht wirklich wusste, was ich alles dagegen tun kann, wie ich das Ganze noch irgendwie reduzieren kann, diese Aufmerksamkeit. Da war es quasi schon viel zu spät. Was macht es mit dir, wenn die Welt denkt, du seist ein spielesüchtiger potenzieller Amokläufer? Wenn Erwachsene nicht helfen, weil sie überhaupt nicht verstehen, was Viralität bedeutet, welche Dynamiken im Internet herrschen. Norman reagiert auf die denkbar schlechteste Weise. Das war eine Klassenfahrt in Holland, in Bungalows, die wir gemacht haben. Und da waren die anderen Mitschüler auch sehr gut dabei mit Alkohol. Ich habe auch ordentlich was getrunken. Und dann dachte ich mir einfach ganz spontan, hey, es wäre doch einfach mal eine gute Idee oder irgendwie vielleicht auch die Lösung des Problems, wenn ich jetzt einfach einen Amoklauf ankündige an der Schule, damit mich dann wirklich jeder in Ruhe lässt. Ich habe es dann für eine gute Idee gehalten, dass ich mir irgendwelche Bilder von Waffen aufs Handy lade und dann meinen anderen Mitschüler zeige. Ja, nächste Woche nehme ich die Knarre mit und werde alle in der Schule erschießen. Jeden, der auch nur das Wort echter Gangster in den Mund nimmt, werde ich sofort in den Kopf schießen und kenne da keinen Spaß mehr. Und die Mitschüler kamen auf mich zu und so, ja wie, meinst du das jetzt ernst oder was? Wann willst du das machen? Gehöre ich etwa auch zu den Leuten, die du erschießen willst? Ich saß da auf einer Treppe, jemand saß dann über mir mit seinem Handy und hat eine Audioaufnahme gemacht. Klar, der Lehrer war verpflichtet, sofort die Polizei zu rufen. Ich wurde dann abgeschottet von den anderen. Währenddessen haben sich andere Mitschüler bei sich im Zimmer versteckt und haben geweint, was mir dann auch noch mal mega leid getan hat. Ich war total aufgelöst am Weinen und habe gemeint, ich wollte doch niemandem was tun. Das war doch alles nicht ernst gemeint. Ich wollte doch nur, dass mich andere in Ruhe lassen. Ich ertrage das alles gar nicht mehr. Ich habe natürlich sofort einen Schulverweis bekommen, bin sofort von der Schule geflogen. Es gab auch direkt eine Anzeige. Norman zufolge wird er damals zu mehr als 200 Sozialstunden und 2 Wochen Jugendarrest verurteilt. Danach verschwindet er von der Bildfläche. Aber seine Vergangenheit holt ihn wieder ein. Einmal hatte ich dann ein Vorstellungsgespräch, das lief auch super. Da wurde ich auch zu einem zweiten Vorstellungsgespräch dann direkt eingeladen.
Und da war die Chefin oder die Personalchefin dann schon auch total genervt, total gestresst und hat gemeint, ja, unsere Mitarbeiter haben Sie wiedererkannt. Sie haben einen Amoklauf an der Schule angekündigt. Unsere Mitarbeiter haben Angst vor Ihnen und Sie werden hier in der Region keine Ausbildung finden. So, dann bin ich raus, wollte gerade den Schlüssel in mein Auto stecken, heimfahren, bin dann aber quasi umgekippt und lag dann quasi am Boden, war am Heulen und das war dann einfach der schlimmste Tag in meinem Leben quasi. Dann habe ich mich richtig abgeschottet von allen Menschen. Ich habe mich abisoliert von allen. Ich hatte mit niemandem mehr Kontakt. Ich bin 2 Jahre nur trainieren gegangen. Trainieren, essen, schlafen, trainieren, essen, schlafen. Ich habe angefangen aus Wut, aus Hass und dann wurde daraus mehr so positive Energie. Und jetzt hatte ich die Größe, jetzt wollte ich natürlich dann noch die Breite haben, ne? Ist ja klar. Damit sich ja keiner traut, mich anzusprechen. So. Norman baut sich ein Schutzschild auf. Beim Sport pustet er seinen Kopf frei. Auch heute. Meistens ist es tatsächlich so der Fall, dass ich Selbstzweifel habe und irgendwie ja, nicht so gut von mir selbst denke. Dann gucke ich mich manchmal noch im Spiegel an, dann fühle ich mich so schmal und dann gehe ich trainieren. Habe dann mal wieder bewiesen, wie stark ich bin. Ich sehe wieder gut aus im Spiegel. Und ja, das Training, das schafft es manchmal echt, mich aus Depressionen rauszuholen und dass ich echt einen chilligen Abend habe, wo ich zufrieden sein kann, auf der Couch liegen kann und meine Haferflocken oder meinen Reis in Ruhe essen kann. Ich habe dann einfach im Kopf, vom Kopf her so meine Ruhe. So. Heute ist mal alles gut. Mit 21 fing an, sich das Blatt so zu wenden, zum Besseren. Dann wurde es langsam besser. Ich habe nämlich eine Ausbildung gefunden. Ich hatte ein ganz cooles Auto damals. Ich habe dann auch meine erste große Liebe kennengelernt, ging wieder feiern mit Leuten. Und ja, seitdem ging es dann eigentlich wieder. Doch das ist nicht das Happy End. Norman will nochmal auf YouTube erfolgreich sein. Aber er gibt sich erstmal nicht zu erkennen und lädt absurde Werbeparodien hoch. 4 lange Wochen muss unser Bier reifen. Alles für diesen Moment. Und er zeigt sich vor allem beim Trainieren. Warum um alles in der Welt stellt er freiwillig Videos von sich ins Netz, obwohl das schon mal sein Leben ruiniert hat? Norman sagt, es ist nun mal sein Hobby, seine Leidenschaft. Ich dachte mir einfach, einen 2 Meter großen Bodybuilder wird niemand mehr mit dem 14-jährigen Jungen in Verbindung bringen. Und ja, wenn da mal Kommentare erschienen sind, hey, das ist doch der echte Gangster, das ist doch das Angry German Kid, das waren vereinzelt einzelne Kommentare, die ich dann sofort wieder löschen konnte. Oder einfach mal Stellung dazu nehmen konnte und sagen konnte, nein, das bin ich nicht, ich sehe doch ganz anders aus als der Typ. Ich habe dann noch auf YouTube dieses Gerücht verbreitet, das Angry German Kid hätte sich umgebracht und ich bin das nicht. Und 2017 ist dann irgendetwas passiert, dass da auf einmal 50 neue Kommentare waren unter einem Video von mir. Das ist der echte Gangster, hey, das ist das Angry German Kid, hey, da ist er ja wieder, wir haben dich erkannt und bla. Und dann wurden Hunderte von Kommentaren daraus. Und irgendwann dachte ich mir dann einfach nur, ja, Moment, es hat keinen Sinn mehr, das zu leugnen, dass ich es bin. Dann kann ich auch direkt zugeben, dass ich es bin. Dann zeige ich, was ich aus mir gemacht habe und präsentiere mich noch als Rapper Hercules Beats. Und was soll ich sagen? Schon wieder 1 Million Klicks, das Video. Egal, was ich gemacht habe. 1 Million Klicks. Heute wird abgerechnet, die Wahrheit kommt raus, euer Urteil pack ich auf diesen Song drauf. Was ist Wahrheit? Was ist Fiktion? Zuschauer können nur noch schwer erkennen, was gespielt ist und was nicht. Genau das macht seine Videos so erfolgreich. Norman schreibt sogar Disclaimer, aber die Grenzen zwischen ihm und seinen Kunstfiguren, die verschwimmen immer wieder. Die Texte mussten natürlich von Album zu Album mussten natürlich immer krasser werden. Und die wurden auch immer krasser. Ich habe dann aber immer mehr angefangen, diese Texte auszuleben.
und bin dann doch schon ziemlich in die Kriminalität gerutscht am Ende. Ich wurde zweimal verurteilt wegen dem gleichen Vergehen. Das war bei beiden Malen Drogenschmuggel aus dem Ausland. Als der Staatsanwalt mich dann angeguckt hat und gemeint hat, ja, Sie werden jetzt verurteilt zu 5 Monaten Gefängnis. Und ich so erstmal nein. Und dann hat er extra eine ganz lange Pause gemacht, ausgelegt auf 3 Jahre Bewährung. Und ich so, Glück gehabt, verdammt. Und diese Chance, das war eine Chance in meinem Leben, die ich ergriffen habe, um ein normales Leben anzufangen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Was passieren kann, wenn man viral geht, zeigt auch die Geschichte dieses skurrilen Videos. Is this real life? Yeah, this is real life. Der junge David wird nach einer Narkose von seinem Vater gefilmt und unzählige Male nachgeahmt. I have 2 fingers. Is this real life? Yeah. Okay, now I'm fucking high. Auch er ging als Jugendlicher ungewollt viral, als sogenanntes Star Wars Kid. Das veränderte sein Leben. Es gab Mobbing in der Schule und online. Und 2 Wochen nachdem es veröffentlicht wurde, war mein Video auf der Titelseite der New York Times. Wir alle verbreiten und verändern virale Videos. Wir nutzen sie beim Chatten, bei der Arbeit oder auch als launige Elemente in Podcasts. Schmittels Gargelklause. Und am Ende haben die Menschen hinter den Videos keine Kontrolle mehr über ihre eigene Geschichte. Ich habe eine 5 in Mathe. Das Angry German Kid, der echte Gangster, das ist eigentlich Norman Kochanowski, ein ziemlich liebevoller Typ, der einfach nur andere Leute unterhalten will. Heute kann Norman die Aufmerksamkeit auf YouTube genießen. Er hat sogar eine echte Fanbase. Aber ab welchem Punkt werden erfolgreiche Videos zum Problem? Ab wann ist Viralität nicht mehr cool, sondern gefährlich? Dass das Video ernst genommen wird, dass ich Morddrohungen bekomme. Das sind alles Sachen, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Damit hätte ich auch gar nicht gerechnet. Und genauso heutzutage weiß man nicht, was mit diesem Video passieren wird. Man weiß nicht, wer sich das angucken wird und wie das verstanden wird und wie das Video dann vielleicht auch weiterverwendet wird und vielleicht auch missbraucht wird. Vieles, was online gestellt wird, kann viral gehen. Es kann Menschen helfen, aber eben auch ruinieren. Viralität bedeutet, andere nutzen dein Material so, wie sie es wollen. Und du kannst dann nur noch zuschauen.